Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sagte mal zu meiner Frau, in einer Situation, die uns 2 Hunde gestattet, würde ich mir zu Vito ein schlappohriges Kurzhaar dazu wünschen. Es sind 2 Phänotypen, die es mir in der Welt der Hunderassen am meisten angetan haben. Die Geschmäcker sind verschieden, ist nun mal so. Der erste ist der wölfische Urtyp, dem mein Hund Vito zu 100% zuzuordnen ist, ganz sicher. Und der zweite, das ist kein Geheimnis, das wissen die meisten von Ihnen, ist der molossoide oder Hound-ähnliche Typ. Kurzhaarige, sehr kräftige Hunde, die zumeist mit Schlappohren ausgestattet sind und sehr wenig wölfisches Äußeres vorweisen. Sie wissen, welche Hunde ich meine. Beide Phänotypen strahlen gleich starken Reiz auf mich aus, aber auf verschiedene Art und Weise tun sie das. Diese starken, kurzhaarigen Schlappohren sind für mich sieh mich genau an, niemand verwechselt mich mehr mit unseren Ahnen. Ich bin schon verschmolzen mit dem Mensch-Hunde, ja. Der Inbegriff des Hundes. Begriffe wie Familienverbundenheit, absolute Loyalität, Beistand in allen Situationen und so weiter kommen mir in den Sinn, wenn ich an diesen Hundetyp denke. Eigenartigerweise sehe ich immer auf Bauernhöfen oder Farmen arbeitende, familienbeschützende, mit zur Jagd gehende, im Umkreis einer Familie vor dem Kamin liegende Hunde, wenn ich auf solche Hunde treffe. Auch wenn mir hier die Fantasie einen Streich spielt, aber so ist das nun mal, so empfinde ich das. Beim wölfischen Urtyp ist das Ganze etwas anders. In diesen Hunden manifestiert sich für mich ein großer Teil von Ursprünglichkeit und Wildnis. Und obwohl ich weiß, dass diese Typen charakterlich genauso viel Hund sind wie die starken, kurzhaarigen Schlappohren, strahlen sie eine völlig andere, aber nicht weniger reizvolle Aura auf mich aus. Wenn ich mit meinem Banditen Vito in den Wäldern unterwegs bin, hinter ihm hergehe, mir sein leichtfüßiger Trab, sein bei gesenktem Kopf buschiger Nacken und seine Wolfsrute auffällt, dann fühle ich mich manchmal 20.000 Jahre in der Zeit zurückversetzt, als die ersten Hunde mit unseren Vorfahren unterwegs waren. Ist so, ja. Ähnliches empfand ich auch öfter schon in Gesellschaft von deutschen Schäferhunden. Ja, heute geht es um einen Hund, welcher als erste Evolutionsstufe des Urhundes und somit des wölfischen Typs durchgehen könnte. Und genau den sehen wir uns etwas näher an. Also, bis gleich. Nun, ja, Elchhunde sind ein Knaller, das sage ich Ihnen. Sowohl optisch wie auch charakterlich. 3 gibt es davon: den norwegischen Grauen Elchhund, den norwegischen Schwarzen Elchhund und den schwedischen Elchhund, auch Jämthund genannt. Und er ist der größte und schwerste der 3. Und um den geht es heute in dem Video. Ja, ganz Elchhunde-typisch ist der Schwede mutig, ausdauernd, extrem widerstandsfähig. Er ist gesundheitlich robust, zeigt psychisch und physische Härte. Das ist ein schneller, starker, zäher Jagd- und Familienhund. Das war dieser Hundetyp schon vor tausenden Jahren bei der Bevölkerung Skandinaviens, wie Ausgrabungen beweisen. So wie vor 6.000, 7.000 Jahren ist auch heute eine Jagd in Skandinavien ohne den Elchhund kaum vorstellbar. Besitzer loben seine unerschütterliche Familienloyalität und seinen Schutzinstinkt ihr gegenüber. Auch seine Kinderfreundlichkeit wird immer betont. Doch vor allem spricht man von Arbeitseifer
und Durchhaltevermögen bei diesem Hundetyp. Das sind schon knallharte Individuen mit dem Herz am rechten Fleck, das sage ich Ihnen. Ja. Woher sein Name stammt, das ist nicht schwer zu erkennen. Er jagt den Elch, unter anderem. Spürt ihn auf, stellt ihn, bindet ihn durch Scheinangriffe, bis der Jäger da ist und ihn erlegt. Dass hier ein äußerst schneller, geschickter Hund gefragt ist, das muss ich nicht betonen. Sie wissen, Elchhufe oder das Geweih von Elchbullen sind tödliche Waffen. Ja, die gleiche Taktik wendet er auch bei der Wildschweinjagd an. Auch hier gilt Obacht, denn alle von Ihnen wissen, welch Panzer Wildschweine darstellen. Und es wurde auch schon der Bär auf diese Art mit ihm gejagt. Dass der Hund hier etwas drauf haben muss, das erklärt sich von alleine. Ja. Ist ein lebensgefährlicher Job, den der Elchhund hat. Und jährlich sterben einige dieser tollen Hunde beim Ausüben ihrer Aufgabe. Leider. Doch ist es im seltensten Fall das von ihnen gejagte Wild, welches sie im Kampf tötet. Passen Sie auf. Elchhunde entfernen sich nach Spuraufnahme sehr weit weg von ihren Besitzern. Wenn die dann das Wild eingeholt und gebunden haben, dann machen sie durch lautes Bellen auf ihren Standort aufmerksam. Sie rufen den Jäger, sagen: Hier bin ich und jetzt steig aufs Gas und sieh zu, dass du zu mir kommst. Ja. Auf dieser Kilometer vom Besitzer entfernten Hatz kommt es vor, dass Elchhunde auf neugierig gewordene Wölfe treffen. Ja, und dann ist es in 9 von 10 Fällen so, dass der Jäger selbst zur Beute wird. Ja, das Problem ist bekannt, weshalb man extra dafür sogenannte Wolf-Proof-Westen für Elchhunde entwickelt hat. Ja, eine irre Geschichte, passen Sie auf. Diese Weste ist mit silbernen Liezen durchzogen. Und diese silbernen Liezen geben weidezahnstarke Stromschläge ab, wenn ein Wolfszahn drauf drückt. Die ist aber so entwickelt, dass man den Hund als Mensch trotzdem berühren kann und der Hund damit sogar schwimmen kann. Also, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin kein Elektriker, aber es funktioniert, denn diese Weste soll sich schon mehrmals als äußerst effektiver und lebensrettender Schutz ausgezeichnet haben. Ihre Sache, wie gesagt. Ja. Bis 65 cm Schulterhöhe und bis zu 35 Kilo Gewicht erreicht der schwedische Elchhund. Das ist also ein recht stattlicher Jäger, möchte ich sagen. Ja. Und jetzt zum Eigentlichen und zur Überschrift dieses Videos. Denn näher an den europäischen Urhundetypen als mit dem schwedischen Elchhund kommen sie meiner Meinung nach nicht heran. Wissen Sie, während Wolfhunde wie der Saarlos-Wolfhund oder der tschechoslowakische Wolfhund die optische und charakterliche Grenze zwischen Wolf und Hund fast unbemerkt überschreiten, verschwommen, macht der Elchhund hier ganz klar den Schritt über die Grenze vom Wolf zum Hund, der zwar immer noch sehr nah an der Grenze steht, trotzdem aber schon zu 100% Hund ist. Verstehen Sie, was ich meine? Viele Hunderassen präsentieren diesen Urtyp. Alle Spitze zum Beispiel, Schlittenhunde, einige Schäferhunderassen oder russische Laikas tun das. Der schwedische Elchhund allerdings ist für mich das Aushängeschild des europäischen Urhundes. Und ich bin davon überzeugt, felsenfest überzeugt, dass die ersten Begleiter des Menschen, welche man als Hund bezeichnen konnte, ganz genauso ausgesehen haben. Nochmal, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und genau das gefällt mir bei diesem Hund extrem gut und ich würde es genießen, mit solch einem Hund durch die Wildnis zu hirschen. Ja, würde mich ständig in die Zeit zurückversetzt fühlen.
Ist so. Mit Sicherheit habe ich jetzt bei einem oder vielleicht zwei Personen da draußen Interesse geweckt an diesem Banditen. Ganz klar, an dieser vierbeinigen Reise in die Vergangenheit. Ja. Doch bedenken Sie, ein Elchhund ist kein Kindergeburtstag und auch kein Spaziergang im Park. Ja. Den schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel raus. Diesen Hund ganz sicher nicht. Da gehört schon einiges dazu, mit diesem Hund flockig durchs Leben zu tanzen. Mehr muss ich nicht sagen. Ja, toller Hund. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.